Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Schaltung der Sendung Neues Leben. Heute mit dem Thema Reform des Einbürgerungsgesetzes. Dieses Thema ist enorm wichtig und auch umso umstrittener, denn dieses Thema betrifft circa 22,3 Millionen Menschen mit Migrationsbiografie. 10 Millionen davon, circa 10 Millionen, mehr als 10 Millionen Menschen, die hier arbeiten, die seit Jahren, Jahrzehnten hier schaffen, zur Schule gehen, hier studieren, sind nicht deutsche Staatsbürger, daher auch nicht wahlberechtigt. Daher werden wir dieses Thema heute ein bisschen analysieren, darüber diskutieren, aber nicht alleine. Und zwar habe ich heute natürlich wieder zwei Gäste hier zur Live-Schaltung dabei. Zum einen ist es Rumin Khan. Rumin Khan ist Referent für Migrationspolitik bei der Verdi. Rumin Khan ist Genau. Hallo Rumin Khan. Hallo, schönen guten Abend. Genau. Zum anderen möchte ich auch noch einen weiteren Gast begrüßen, und zwar Emre Öd. Emre Öd ist Bundesvorstandsmitglied der Föderation Demokratischer Arbeitervereine. Hallo Emre. Schönen guten Abend. Genau, wie eingangs bereits erklärt, es ist ein sehr wichtiges Thema und betrifft keinen kleinen Anteil der hier lebenden Bevölkerung. Und ich möchte direkt auch starten, und zwar mit Rumin Khan. Und zwar würde ich gerne wissen wollen, welche Voraussetzungen jetzt mit der Reform des Einbürgerungsgesetzes oder welche Kriterien erfüllt werden müssen, beziehungsweise gerade bestehen. Ja, also im Moment ist das ja noch nicht durch. Das wurde ja jetzt gerade von der Regierung eingebracht, also der Referentenentwurf dazu veröffentlicht. Der ist ziemlich umfangreich. Ich habe ihn jetzt selber auch noch nicht im Einzelnen durchgearbeitet, aber geplant ist es, dass die Möglichkeit dieser sogenannten Anspruchseinbürgerung, also dass man nach mehreren Jahren einen Anspruch darauf hat, dass das abgesenkt wird, also von bisher 8 Jahren auf 5 Jahre und auch die Niederlassungserlaubnis früher erteilt wird, also das nach bereits 3 Jahren. Und das ist im Wesentlichen natürlich schon auch eine Verbesserung und auch eine Forderung, die dort auch aufgegriffen worden ist, die viele Migrantenorganisationen, die Gewerkschaften, viele progressive Organisationen auch durchaus auch eingebracht haben. Und ein anderes wichtiges Thema sicherlich auch für euch ist eben, dass diejenigen, die als sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, sich leichter einbürgern lassen können sollen, also ohne solche Sprachtests und diese Nachweise, die bisher erbracht werden müssten, die für viele Kolleginnen und Kollegen natürlich sehr schwer zu erbringen sind, weil sie ja nie die Möglichkeit hatten, auch Sprachkurse zu besuchen. Ja, und natürlich ein wichtiger Punkt dabei ist eben die Mehrstaatlichkeit, also die doppelte Staatsangehörigkeit. Ich glaube, da gibt es eine Formulierung, die geht in die Richtung, es soll hingenommen werden. Also das ist auch nochmal, zeigt so ein bisschen auch, wo da auch der Wind herweht und wer da auch Druck macht. Das haben wir ja auch in den letzten Tagen so ein bisschen erlebt. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das großartig propagiert wird, sondern eher im Sinne von, na gut, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann akzeptieren wir das. Genau, danke schön, Roman. Emre, hast du noch was zu ergänzen, beziehungsweise möchtest du auch nochmal berichten, was für Hürden diese Kriterien, Roman hat das ja schon teils berichtet, aber welche Hürden mit diesen Voraussetzungen, Kriterien bestehen für vor allem migrantische ArbeiterInnen? Ja, also wir können ja auch auf weitere Details dann auch im Laufe des Abends noch oder im Laufe des Programms ja eingehen. Aber eine wichtige Sache, die sich eben nicht ändert, ist die Anforderung,
an das Einkommen beispielsweise. Also es ist dann indirekt so, dass man keine Sozialhilfe oder Ähnliches empfangen darf, wenn man sich einbürgern lassen möchte. Und das bedeutet, man darf eben nicht arbeitslos werden. So, und das ist natürlich ein Risikofaktor für Menschen, die darüber nachdenken, sich einbürgern zu lassen, ähm, wenn diese dann plötzlich vielleicht während des Prozesses arbeitslos werden, dann könnte auch durchaus ja, eine Situation eintreten, dass sie sich aus der alten Staatsbürgerschaft ja, raus beantragt haben, staatenlos sind, aber dann eben die Bundesrepublik sagt, ja, nee, jetzt bist du ja arbeitslos, jetzt vergeben wir die Staatsbürgerschaft nicht mehr. Und dass halt da gerade die migrantischen Menschen äh, eher von betroffen sind, das wissen wir ja auch schon aus den Statistiken heraus. Und diese Hürde wird beispielsweise irgendwie nicht angegangen. Da wird es nicht hingenommen, beispielsweise, dass ja, Menschen vielleicht ungewollt irgendwie in Arbeitslosigkeit fallen. Es gibt da Ausnahmen, betriebsbedingte Kündigungen irgendwie, und wenn man darum bemüht ist, dann eine Arbeit zu finden, da heißt es halt, da können Ausnahmen gemacht werden und sowas, aber ist dann halt auch wirklich fraglich, inwiefern dann man da, ja, wie kulant man dann da auch wirklich ist, ne? So, und es muss ja nicht immer eine betriebsbedingte Kündigung sein, die dann dazu führt, dass man seine Arbeit verliert. Genau. Und Thema migrantische ArbeiterInnen. Wir wissen ja auch ganz genau, auch anhand der Statistiken, dass viele migrantische ArbeiterInnen im Niedriglohnsektor arbeiten und auch dementsprechend diesen Lohnanspruch nicht erfüllen können und sich eben dementsprechend auch die Lebensunterhaltskosten auch unter anderem auch Wohnung ist auch eines der Kriterien, nicht leisten können nach den Kriterien. Genau. Emre hat bereits die Prozedur der Antragstellung angeschnitten und da würde ich gerne auch weitermachen. Ich glaube, es ist, also alle Menschen, die eine Migrationsbiografie haben, können mir da wahrscheinlich zustimmen, dass in den Einbürgerungsbehörden oder generell in den Ämtern es nicht unüblich ist, dass man vielleicht aufgrund eben dieser Biografie dann eine Ablehnung erhält oder man eben Steine in den Weg gelegt bekommt. Welche Rolle oder wie ist dieser Einfluss zu bewerten oder wie nennenswert ist diese Rolle der Einbürgerungsbeamtinnen direkt vielleicht an Emder weiter und genau. Ja, also ich würde da auch gar nicht nur auf die Beamtinnen und Beamten gucken, sondern auch schon darauf, wie beispielsweise wir jetzt ja mit der unschönen Situation oder mit der tragischen Situation des Ukraine-Krieges gesehen haben, wie eben schon Geflüchtete zweier Klassen sozusagen ja eingeführt wurden durch eben durch den Staat, durch die Medien, ne, dass manche ja auch wirklich unverhohlen gesagt haben, ja, das sind Christen und sowas, ne, die passen besser zu uns und so weiter und so fort. Während beispielsweise dann sich eher abfällig gegenüber Menschen, die jetzt aus Afghanistan geflohen sind, geäußert wird. Und oder wenigstens oder zumindest nicht so viel Unterstützung auch signalisiert wird. Und da kann man sich ja auch schon denken, dass halt auch dieses Gedankengut dann auch spätestens auch bei den Beamtinnen und Beamten dann ankommt. Und das ist insofern natürlich ein Problem, dass zwar die Kriterien eigentlich ziemlich klar sind, nach denen eine Einbürgerung an jemand einen Anspruch hat auf Einbürgerung, und an denen lässt sich ja eigentlich auch nicht viel ändern. Bloß nur weil Recht auf Papier steht, heißt es eben auch nicht, dass es dann auch angewandt wird. Denn es kann natürlich sein, dass dann ein Beamter oder eine Beamtin da versucht, jemanden einen Stein in den Weg zu legen und unrechtmäßig halt einen Antrag ablehnt. Und da ist dann halt auch so eine Sache, da muss man dann ja auch schon sein Recht kennen, um dann auch dagegen vorgehen zu können oder um sein Recht dann auch durchsetzen zu können.
Und gerade für Menschen, die sich ja einbürgern lassen wollen, kann man ja eher davon ausgehen, dass die wahrscheinlich sich nicht perfekt mit dem deutschen Rechtssystem auskennen. Ich meine, die meisten Bürger kennen sich nicht vernünftig damit aus, geschweige denn jemand, der im Ausland geboren und hergezogen ist. Das heißt, da ist dann halt eben auch nochmal die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand dann sagen kann, na gut, bin ja scheinbar nicht anspruchsberechtigt oder sowas. Deswegen ist es eben wichtig, dass auch darauf ein Augenmerk gelegt wird. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein akutes Problem ist, zumindest. Ja. Ja, danke, Emre. Robin, möchtest du was dazu ergänzen? Ja, also das ist mit Sicherheit auch ein Teil des Ganzen. Mein Eindruck ist aber vielfach der, dass es wirklich auch ganz stark an den Ressourcen auch hängt. Also oder beziehungsweise wie die Behörden aufgestellt sind, diese ganzen Anträge auch zu bearbeiten. Das ist ja in Berlin zum Beispiel, unterscheidet sich das schon von Bezirk zu Bezirk, wie lange man zum Teil warten muss. Und darauf, dass man einfach dann auch einen Termin bekommt und dieser Prozess vorangeht. Und das ist irgendwie für uns als Gewerkschaft natürlich auch nochmal auch immer eine Forderung. Also wenn man jetzt da was verbessert, was wir ja unterstützen, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass es auch funktioniert. Weil sonst gibt es auch Enttäuschungen und Frustration. Und insofern ist es wichtig, das zu vereinheitlichen. Es ist aber auch eben wichtig, ja, dass wenn Menschen das dann irgendwie den Weg gehen wollen, dass sie dann auch schnell das innerhalb von ein paar Monaten hinkriegen, den deutschen Pass dort auch zu beantragen. Und dass es da entsprechend, dass da einfach entsprechend die Behörden, also zum Beispiel in Berlin soll ja jetzt so ein zentrales Einbürgerungsamt geschaffen werden, dass das nicht mehr jeder Bezirk irgendwie selber macht. Da gibt es, glaube ich, schon in anderen Bundesländern ganz gute Erfahrungen. Und die Leute müssen natürlich wissen, dass es jetzt diese Veränderungen gibt. Und ich meine, da muss man dem Kanzler, dem Scholz, irgendwie schon sozusagen auch zugestehen, dass er da an der Stelle ja auch durchaus, dass es da ein paar Erfahrungen gibt. In Hamburg, als er Bürgermeister war, ist jeder Bürger angeschrieben worden, der potenziell anspruchsberechtigt war. Und was sie gleichzeitig dort hatten, das gibt es auch in vielen anderen Kommunen, in Bremen eben auch, sind solche Lotsen, also Leute, die einem wirklich auch helfen bei diesem Prozess, der ja nicht ganz einfach ist, die vielleicht irgendwie ja die auch natürlich den Kontakt in das Amt auch jeweils haben, wo vielleicht genau solche Themen auch eine Rolle spielen können. Fühlt man sich ungerecht behandelt, fühlt man sich ungleich behandelt? Das können vielleicht auch solche Lotsen dann ausgleichen. Es wäre natürlich schön, wenn sowas gar nicht bräuchte. Aber ich finde es trotzdem einen guten Ansatz, auch einfach Menschen auch zu unterstützen. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken des letzten Jahres, da war die größte Gruppe derer, die sich haben einbürgern lassen, Menschen aus Syrien. Also davor ging es ja bei den Menschen aus England sehr hoch, also UK, weil natürlich alle wegen dem Brexit und so weiter sich da noch absichern wollten, dass sie weiterhin den Zugang zur EU hatten. Ich glaube, dieses Fenster hat sich dann auch geschlossen. Das war dann eben auch von Seiten der engen britischen Behörden gar nicht mehr möglich. Und danach ist es jetzt eben die Gruppe der Syrerinnen und Syrer gewesen. Und das zeigt ja durchaus auch, okay, würde man ja vielleicht denken, okay, es sind nicht unbedingt die jetzt irgendwie wie auch immer, klischeehafte deutsche Beamte oder was auch immer da vielleicht auch irgendwie eher so skeptisch betrachtet, aber an der Stelle scheint es ja ganz gut geklappt zu haben. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, glaube ich, halt eben auch, kann man seine bisherige Staatsbürgerschaft behalten oder nicht? Weil ich glaube, das hat ja die meisten auch davon abgehalten auch. Oder viele, gerade türkeistämmige Menschen natürlich auch davon abgehalten. Genau, Dankeschön. Genau, direkt vielleicht Thema Türkeistämmige, aber auch im Hinblick auf die Integration in Anführungszeichen. Welche Rolle spielt denn dieses neue Einbürgerungsgesetz oder der Entwurf eben für die Türkeistämmigen? Vor allem auch im Thema Integration. Ich kenne das auch in meinem privaten Umfeld, in Anführungszeichen scheuen sich davor und sagen, nee, ich bleibe dann bei der türkischen Staatsbürgerschaft. Ende, woran könnte das liegen? Warum
wenn die Voraussetzungen erfüllen, warum entscheiden sich die Menschen dann trotzdem, die türkische Staatsbürgerschaft zu behalten? Ja, ich denke, da muss man ja auch erstmal überlegen, über welchen Kreis von Personen wir dabei sprechen. Weil, wenn ich mich nicht täusche, sind ungefähr die Hälfte der türkeistämmigen haben noch einen türkischen Pass. Das heißt, ich meine, gerade diejenigen, die in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind, werden ja zumeist einen deutschen Pass haben, weshalb der Personenkreis, bei denen es überhaupt eine Frage ist, ob sie sich einbürgern lassen oder nicht, werden eher ältere Personen sein. Und da sehe ich zum einen natürlich also erstmal die Sachen, die ich ja auch vorhin genannt habe, ne? Auch diese potenzielle Unsicherheit. Und für viele Menschen, denke ich, ist es auch nicht notwendig, weil bisher, sie haben ja auch schon gute 10 Jahre oder auch weitaus mehr ohne die deutsche Staatsbürgerschaft auch in Deutschland leben können, arbeiten können und so weiter. Heißt, es ist sozusagen nicht notwendig. Ich denke auch, viele machen sich jetzt auch nicht die Sorge, dass sie ihren Aufenthaltstitel plötzlich verlieren würden oder sowas. Aber ich denke halt, dass da auch gerade ein kultureller Faktor sehr wichtig ist. Also wir dürfen einerseits nicht unterschätzen, wie sehr eben bei gerade der älteren Generation noch die Denke auch verankert ist, dass sie gegebenenfalls ja irgendwann wieder zurück in die Türkei gehen. Ne, sei es spätestens, wenn man in Rente ist oder sowas. Also dieser Gedanke ist doch noch relativ stark verbreitet. Das hält zum einen davon ab, dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, denke ich. Aber halt auch, weil Menschen aus der Türkei sich auch, denke ich, nicht ganz als ein Teil der Gesellschaft hier auch fühlen. Also wenn wir einfach daran denken, was ein Sarrazin gesagt hat oder aber auch was ein Horst Seehofer gesagt hat, ne, dass sowas wie Migration ist die Mutter aller Probleme und solche Albernheiten, das erzeugt ja schon mal halt ja kein Gefühl von Willkommenheit. Und wenn halt eben dazu kommt, dass gerade ja die Gastarbeitergeneration in schlecht bezahlten Jobs ja, untergekommen war und auch letztendlich heute deswegen auch mehrheitlich eher arm ist, dann, dann ist ja halt auch dieser kulturelle Faktor eben da, dass man vielleicht auch nicht immer Zugang zu allem hatte, was man benötigt hat und so weiter, wodurch halt auch dieser Faktor des Dazugehörens gefehlt hat, weil auch eine gute Bezahlung eben ein Faktor von Wertschätzung ist. So, und ich denke halt eben dieses Zusammenspiel von all diesen Dingen führt dann bei vielen einfach dazu, dass sie sagen, ach, warum soll ich mir diesen bürokratischen Prozess auch noch geben? Am Ende hat mein Pass eine andere Farbe, aber ansonsten ändert sich doch sowieso nichts. Urlaub machen die meisten sowieso in der Türkei und so weiter. Und deswegen sehe ich halt da ja bisschen so die Gründe. Ja, danke schön. Schade ist es nur, dass dann diese Personen natürlich nicht wahlberechtigt sind, obwohl sie seit Jahrzehnten oder seit Jahren hier arbeiten, schaffen, zur Schule gehen. Zum Teil, weil es ist natürlich die ältere Generation, wie Emre das betont hat. Allerdings gibt es immer noch auch die zweite Generation, die dritte eher weniger, zweite Generation, die dann eben auch zum Teil noch keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, beziehungsweise eben aus den genannten Gründen, die Emre eben gerade berichtet hat, erzählt hat, die deutsche Staatsbürgerschaft quasi nicht, ja, eher ablehnt, als sie anzunehmen. Und diese ganzen Prozeduren, die machen das ja auch nicht ganz einfach dann und begrüßen nur einfach eine Ablehnung dessen. Genau. Romin, hast du vielleicht noch was zu ergänzen? Du vielleicht aus Sicht der Gewerkschaft, weil du dann auch viele ArbeiterInnen mit Migrationsbiografie wahrscheinlich kennst. Ja, also
Sind, glaube ich, ganz verschiedene Gründe auch am Ende. Ich meine, es gibt auch sind Kollegen, die auch sagen, ich habe die 500 € nicht, oder das ist auch zum Teil, sind auch ja Gebühren, die auch zum Teil sehr unterschiedlich sind, auch von Region zu Region, von Bundesland zu Bundesland. Das spielt natürlich mitunter auch eine Rolle. Es sind einfach verschiedene Punkte. Es ist aber auch natürlich diese Frage von Zurückkehren, die hat ja auch immer was damit zu tun, wie fühlt man sich aufgehoben, fühlt man sich zu Hause in dem Land, in das man gegangen ist. Und ich glaube, da hat dann auch, also diese Exit-Option, diese Option zurückgehen zu können, hat ja auch immer was damit zu tun gehabt, ja, also auch mit rassistischer Gewalt zum Beispiel natürlich auch. Und der Frage, nimmt dieser Staat das ernst oder nicht? Arbeitet er das auf? Wir haben ja eigentlich jetzt erst einen Punkt erreicht, wo wir sagen, okay, jetzt geht es wirklich nicht mehr so weiter. Also heute waren diese vielen Razzien und man hat so ein bisschen den Eindruck, okay, an verschiedenen Stellen ist auch jetzt erstmals nach den Morden in Hanau in Deutschland irgendwie offiziell von Rassismus gesprochen worden. Sowas gab es ja früher gar nicht und so weiter. Also da hat sich, glaube ich, hat sich ein gewisses Umdenken auch ereignet. Nichtsdestotrotz, passiert natürlich ganz viel gleichzeitig, und das führt natürlich auch mit dazu, dass man diese Option zurückzugehen nicht aufgeben will. Insofern spielt das da mit Sicherheit auch eine Rolle. Aber ich finde, es ist also zeigen auch Statistiken, man hat eine andere Sicherheit einfach auch. Man hat eine andere Sicherheit in der Gesellschaft, man hat eine andere Sicherheit im Arbeitsleben, bei vielen Dingen des Alltags. Und wir wissen auch nicht, wohin die Reise geht. Also wir haben ja jetzt einfach auch einen Rechtsruck in vielen Ländern auch irgendwie um uns herum. Und da ist natürlich ist die Migrationsfrage immer auch ein Thema, wo auf dem Rücken der Menschen werden halt auch gesellschaftliche Konflikte ausgetragen. Oder beziehungsweise es ist im Sinne eines Sündenbocks oder was auch immer, kann man Menschen irgendwie die eingewandert sind, bestimmte Probleme auch zuweisen. Dann ist man immer so fein raus. Und das kann natürlich in Deutschland, wir wissen nicht irgendwie, inwiefern sich das in Deutschland nicht auch irgendwann in diese Richtung entwickeln kann. Und eine Ausbürgerung ist mit Sicherheit birgt sehr viel mehr gesellschaftlichen Sprengstoff, auch aufgrund der deutschen Geschichte, als Menschen die Niederlassungserlaubnis oder ihren Aufenthaltstitel nicht mehr länger weiter zu verlängern. Also insofern bin ich da eigentlich immer auch der Meinung, jeder, der da irgendwie die Möglichkeit dazu hat, den deutschen Pass zu beantragen, sollte das auch tun. Genau. An dieser Stelle noch mal ganz kurz an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt gerne die Live-Schaltung teilen als Beitrag, aber auch in den anderen sozialen Netzwerken. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, ich versuche das hier zu kontrollieren, beziehungsweise zu schauen, ob ihr da noch Fragen habt an die Gäste, und würde das dann weiterleiten natürlich. Genau. Eingangs hatten wir auch über die doppelte Staatsbürgerschaft gesprochen. Andrea Lindholz von der CSU hat nämlich diesen Aspekt sehr kritisiert, und es hieß sogar, dass es eben zu Loyalitätskonflikten führen würde und das gesellschaftliche Zusammenleben hierzulande schwächen würde. Trifft denn diese Aussage zu? Beziehungsweise welche Rolle spielt diese doppelte Staatsbürgerschaft oder wie wichtig ist sie für die Türkeistämmigen vor allem? Emre, vielleicht direkt an dich erstmal. Ja, also da ist ja wirklich die Frage, ob es die Erleichterung der Einbürgerung, die Loyalitätsprobleme schafft, oder eben solche Kommentare wie eben von ihrem Parteifreund Horst Seehofer, oder eben aber auch so Ereignisse wie eben der tödliche Überfall oder Angriff jetzt auf Ece, die von Rassisten angegriffen und dann halt auch gestorben ist, wo wir auch hier nochmal unseren Beileid mit der Familie bekunden möchten. Das sind halt die Probleme, das sind die Sachen, die Leute sehen, und daran prüfen eben die Menschen auch, ob ihnen auch Loyalität
entgegengebracht wird. Ne? Weil das ist ja keine Einbahnstraße, sondern eben etwas Gegenseitiges. Und das ist halt jetzt einfach wieder Stimmungsmache von der Unionsfraktion. Das haben die ja schon in den 2000ern auch gemacht und damit auch wieder den Nährboden für Rassismus gestärkt. Und mehr ist es nicht. Ne? Es ist einfach nur, um auf Stimmfang zu gehen. Was ich denke, auch diese Dame oder die Partei im Gesamten auch blickt, ist, dass bei Umfragen, die zu Bundestagswahlen gemacht wurden unter migrantischen Menschen, zum Beispiel der Anteil, der zum Beispiel die Linkspartei gewählt hat, höher war, während halt so eine konservative Partei dann die Menschen eher weniger wählen, weil von denen haben sie ja nicht viel gesehen, so wie man ja jetzt auch mitbekommt. Und entsprechend will sich ja auch sicherlich so eine Unionspartei dann auch nochmal ihren Wählerkreis konservieren. So. Und das, denke ich, spielt da auch einfach noch eine Rolle. Ne? Genau. Romin, hast du noch was zu ergänzen dazu? Ja, also das hat mich auch durchaus ganz schön wütend gemacht, so die letzten Tage, was man da so lesen konnte. Und ich meine, unser Vorsitzender hat sich da auch zu geäußert, auch die DGB-Vorsitzende zu irgendwie. Also das fand ich jetzt auch gut, dass wir da gleich auch reagiert darauf haben und klargemacht haben, dass wir diese Verhetzung der Gesellschaft nicht akzeptieren. Also dass quasi, dass sich da wieder profiliert wird auf den Rücken von irgendwie Minderheiten. Es war jetzt letzte Woche Freitag, war diese Abstimmung rund um also schon eine Verbesserung für geduldete Kolleginnen und Kollegen. Dieses sogenannte Chancenaufenthaltsgesetz im Bundestag ist durchgegangen. Gab es auch viele Aspekte, die man hätte besser machen können. Es gab auch gleichzeitig wiederum Verschärfungen beim Asylrecht. Das geht scheinbar nicht anders. Man muss immer auch was verschärfen, wenn man was verbessert. Aber ich fand es interessant, dass da 20 CDU-Abgeordnete sich enthalten haben bei der Abstimmung von der Fraktion. Also sozusagen nicht das Gesetz abgelehnt haben, wie das der Rest der CDU-Fraktion, sondern eben sich enthalten haben an der Stelle, wie bei einem Gesetz, was eben vielen geduldeten Menschen erstmal die Möglichkeit auch einräumt, diesen sogenannten Spurwechsel zu machen, also von der Ablehnung irgendwie im Asylverfahren hin zu einem Aufenthalt über Beschäftigung. Gibt es viele, viele Kritikpunkte dran, ist keine Frage, aber zumindest irgendwie hat es ein bisschen gezeigt, dass diese Einheit da so nicht existiert. Was die FDP jetzt angeht, müssen wir irgendwie schauen. Das ist irgendwie auch ein bisschen ein Blindflug, irgendwie habe ich den Eindruck, weil sie in ihrem Wahlprogramm tatsächlich ja irgendwie die allerprogressivste Forderung drin hatten. Also sie fordern in ihrem Wahlprogramm, ich konnte mir das ja alles schön angucken müssen im Rahmen meiner Arbeit, fordern sie, dass schon nach 4 Jahren eingebürgert werden soll. Und jetzt ist es im Koalitionsvertrag 5 Jahre. Und sie lehnen gerade den Koalitionsvertrag ab an der Stelle. Das ist natürlich etwas skurril, wenn man sozusagen noch nicht mal seine eigene Forderung irgendwie an der Stelle bereit ist, auch offensiv zu vertreten, weil man jetzt gerade glaubt, man muss ja auch irgendwie sich irgendwie wiederum irgendwie eher nach rechts blinken, um irgendwie wieder Wählerstimmen zu erhalten. Also ich glaube, die ganze Situation ist offen. Wir müssen auf jeden Fall da auch Bündnisse schmieden und frühzeitig auch dagegen agieren, wenn wiederum so eine Hetzkampagne losgetreten wird. Aber so ganz klar ist mir das noch nicht, ob das passieren wird. Genau. Die Reform birgt ja auch noch eine andere Sache in sich, und zwar Ministerium für Inneres, Arbeit, Wirtschaft und Auswärtiges haben ja ein Eckpapier quasi erstellt zur Fachkräfteeinwanderung. Ich würde gerne wissen wollen, inwiefern dieses Eckpapier im Sinne der Arbeitskräfte hierzulande dient, beziehungsweise was das denn mit den Menschen, mit den Fachkräften, die dann eben von außerhalb kommen, hier vor Ort, hierzulande. Also wen trifft wen kommt dieses Eckpapier zugute? Emre? Ja, ich meine, vielleicht kann ja auch Romy
mehr dazu sagen als Gewerkschafter. Ich meine, was aber natürlich sofort auffällt, ist, dass ja auch die unterschiedlichen Staaten, also gerade die Industriestaaten auf der Welt, gerade auch um Fachkräfte ringen. Weil was sie gleichzeitig auch vereint, ist, dass in Bildung wenig investiert wird oder halt sich zurückgehalten wird, in Bildung zu investieren und dass man auch versucht, dann halt die Arbeitskräfte, die man nicht ausbildet, stattdessen eben aus dem Ausland zu holen. Und ja, es ist halt ein Versuch jetzt eben die Tür zu öffnen für Arbeitskräfte aus dem Ausland, die in ihrem eigenen Land ja keine guten Arbeitsbedingungen haben, leider. Und deswegen auch ins Ausland schauen. Also gerade die Jugend in der Türkei beispielsweise orientiert sich sehr stark gerade hin, ins Ausland zu gehen. Und ja, das ist halt letztendlich auch eine Gelegenheit hier für die Unternehmen vor Ort, auch, also einerseits eben Lücken zu füllen, die sie haben, aber auf der anderen Seite eben auch den Druck zu erhöhen auf die Bevölkerung oder auf die arbeitende Bevölkerung hierzulande. Weil ein leergefegter Arbeitsmarkt stärkt ja auch die Verhandlungsposition eines einzelnen Arbeiters. Und das ist kein Zustand, den die Konzerne gerne haben möchten. Ne? Wenn jemand sagen kann, ja, du, wenn du mich rausschmeißt, dann gehe ich halt woanders hin. So Jobs gibt es wie Sand am Meer. Die wollen das lieber andersrum haben, zu sagen, wenn du jetzt ne, und mit unseren Bedingungen nicht einverstanden bist, dann warten da genug andere. So, ne? Und das ist beispielsweise jetzt auch ein wichtiger Faktor. Aber wie gesagt, ich denke mal, Romin weiß da noch einiges mehr. Ja, aber das ist genau der Punkt, dass es natürlich ein wichtiger Aspekt dabei auch ist, also im Zweifelsfall auch ja, Verhandlungsmacht zu schwächen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, an vielen Stellen ist das doch irgendwie ein bisschen komplizierter oder beziehungsweise haben die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben selber das Gefühl von, wir haben so viele freie Stellen, wir kriegen die Leute nicht und so weiter. Es ist ja nicht so ein Automatismus, dass sich das gleich also in Lohnsteigerung oder sowas halt auch überträgt, sondern im Zweifelsfall ja, geht es natürlich da auch Befürchtungen, dass man irgendwie auch nicht mehr das erfüllen kann, die Aufträge, die reinkommen und so weiter. Deshalb sind die Gewerkschaften jetzt überwiegend eigentlich gerade da so verhalten positiv, auch was dieses Eckpunktepapier auch angeht und diese Vorschläge die da kommen von der Regierung. Wenn man sich das jetzt im Einzelnen anguckt, gibt es natürlich auch Aspekte, wo ich glaube, wir haben einfach auch ein bisschen müssen da uns einfach auch noch irgendwie genau auch das einfach auch angucken oder auch nochmal überprüfen, wie kann das eigentlich auch funktionieren. Aber was natürlich absolut richtig ist und was wir auch immer sagen, es muss viel mehr investiert werden hier in Bildung, es muss viel mehr investiert werden in die Möglichkeit, auch Abschlüsse zu machen oder beziehungsweise Menschen auch zu helfen, die keinen Abschluss haben. Es braucht mehr Kita-Plätze, es braucht viel mehr Möglichkeiten auch für Frauen irgendwie erwerbstätig zu sein. Menschen mit Behinderungen müssen viel stärker auch betrachtet werden am Arbeitsmarkt und ihnen da Möglichkeiten eingeräumt werden. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt sozusagen gerade wenn man jetzt den Gesundheitsbereich anguckt, unsere Gesundheitskrise in andere Länder exportieren, darüber, dass wir von dort die Leute holen, die dort dann fehlen und hier gleichzeitig die Löcher stopfen, statt irgendwie die Leute vernünftig auszubilden und zu qualifizieren. Und ich finde, wenn man über dieses sogenannte inländische Fachkräftepotenzial spricht, dann sind das eben auch ganz viele Geflüchtete, es sind ganz viele Menschen, die hier sind, die irgendwie eingewandert sind schon längst und die einfach auch ja auch eine Chance brauchen und Unterstützung brauchen an vielen Stellen. Aber ich denke mal, da sind wir uns einig. Gleichzeitig, werden diese Schritte, diese Liberalisierungen kommen. An manchen Stellen ist es vielleicht auch tatsächlich nicht so schlecht, mal ein bisschen was auszuprobieren, finde ich. Also tatsächlich mehr auf Kompetenzen zu gehen und weniger auf Abschlüsse. Das ist ja so ein bisschen auch so eine deutsche Besonderheit, dieses sehr abschlussorientierte Berufsbildungssystem, wo ja auch manchmal so ein bisschen so ein diskriminierendes Moment auch mit drin ist, so im Sinne von, man nimmt das nicht so richtig ernst, wenn jemand mit einem Abschluss aus einem anderen Land kommt, weil er hat den ja nicht in Deutschland gemacht und solange das nicht, und dann muss das als gleichwertig auch anerkannt werden. Und trotzdem haben gerade im Pflegebereich
berichten davon viele Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich in der Weise nicht auf Augenhöhe fühlen, häufig auch mit den Beschäftigten, die hier ihre Abschlüsse gemacht haben, obwohl sie im Zweifelsfall in vielen Ländern ist das ein Studienabschluss, den man macht, wenn man im Gesundheitsfachberuf lernt. Also das ist ja in Deutschland nicht der Fall. Das ist auch aus guten Gründen irgendwie nicht der Fall in Deutschland. Aber das muss man sozusagen dann auch, also das wird dann häufig auch einfach übersehen. Was, glaube ich, ein wichtiger Aspekt dabei ist, die Arbeitgeber wollen, dass auch Zeitarbeit liberalisiert wird, also Leiharbeit, dass sozusagen Menschen aus Drittstaaten in Leiharbeit vermittelt werden. Das wollen wir natürlich irgendwie partout nicht, sondern also nicht noch sozusagen eine Ausweitung von prekären Arbeitsverhältnissen, sondern wenn, dann zu guten Bedingungen, zu tariflichen Bedingungen. Das steht da auch drin, aber da sind auch viele Fragen, wie das dann im Einzelnen auch laufen soll. Die Frage der Kontrolle ist natürlich auch wichtig. Also was ist mit Arbeitgebern, die einfach, wo klar ist, das ist der sogenannte Drehtüreffekt, die holen Leute rein, beuten die aus und nach einem halben Jahr müssen die wieder gehen. Kann man die sperren zum Beispiel von solchen Vermittlungsplattformen, dass die einfach keine Beschäftigten dann mehr bekommen, wenn sie sich da nicht an die Regeln halten? Und natürlich auch die ganze Frage von Integrationsleistungen und von Unterstützungsleistungen auch. Also wir reden ja auch vielfach über Betriebe. Ich meine, wir haben eine abnehmende Tarifbindung. Wir haben jede Betriebsratswahl im Moment bei uns ist ein extremer Kampf, gerade in Bereichen, wo viele migrantische Beschäftigte arbeiten. Es gibt natürlich werden die massiv sabotiert und bekämpft und so weiter. Die Kollegen, die dort die Betriebsräte gründen mit viel Engagement, mit viel Zeit, irgendwie viel Mut, aber natürlich auch dann mitunter geben die auch dann auf, weil sie es nicht schaffen, weil sie da gar nicht die Kraft dafür haben. Und da muss sich zum Beispiel dann natürlich dann auch was ändern, dass halt eben klar ist, dass das in Betrieben passiert, wo eben nicht auch noch gleichzeitig Grundrechte verletzt werden, weil das ist ja nun mal ein Grundrecht. Und vielleicht letzter Satz. Ich finde, das ist auch ein Teil dessen, ich denke, da sind wir auch nicht weit auseinander, was wir auch immer wieder stark machen müssen, wenn es um Integration geht, um Werte und Normen und Pflichten und um diese ganzen Worte, die dann immer so aufgerufen werden, dass das erste Recht erstmal ist, teilzuhaben und sich einzubringen. Und wenn ich das sozusagen alleine schon im Betrieb mir verhindert wird, weil ich noch nicht mal das Grundrecht habe, irgendwie einen Betriebsrat zu wählen oder mir das irgendwie eben verwehrt wird, dann gibt es da schon Demokratieprobleme. Und dann müssen wir nicht darüber reden, was die Leute vielleicht sonst irgendwie an kultureller Prägung oder sowas halt mitbringen, sondern es geht dann einfach um Rechte, die Menschen haben, als Beschäftigte haben. Und dafür müssen wir eben auch aktiv eintreten, weil das ist ja auch historisch das, wo in der Einwanderung, in der Gastarbeitergeneration viele sich ja auch in der deutschen Gesellschaft quasi erstmals dann auch politisch engagiert haben. Natürlich in Arbeitervereinen, in selbstorganisierten Gruppen, aber auch in den Betriebsräten, dann in den Betrieben dann auch viel früher ja schon sozusagen politisch dort aktiv waren, bevor sie überhaupt die Möglichkeit hatten, dann zu wählen oder in die Parteien auch zu gehen. Genau. Aber nochmal zu der Frage, was das genau denn mit den Arbeitskräften hierzulande machen würde, wenn eben Fachkräfte von außerhalb kommen. Also erfahrungsgemäß habe ich da aus dem privaten Freundeskreis auch schon mitbekommen von Freunden, die in der Pflege arbeiten beispielsweise, was das mit denen macht, dass da nochmal beispielsweise so eine Art Konkurrenz entstehen kann, weil eben ja die Arbeitsbedingungen auch prekär sind und die Menschen vor allem mit einem Migrationshintergrund hierzulande auch unter diesen Arbeitsbedingungen leiden. Denkst du, direkt jetzt an Romin vielleicht, denkst du, das wird das noch verschärfen oder wie siehst du diese Situation? Ja, also über diejenigen, über die da so gesprochen wird, das sind ja so die qualifizierten und ausgebildeten Menschen, die da nach Deutschland geholt werden sollen, die jetzt nicht unbedingt, also ich glaube, diese Konkurrenzsituation ist am stärksten im Niedriglohnbereich tatsächlich ja auch eine Realität. Das gab es ja auch schon irgendwie mit den Geflüchteten. Ist das ja sozusagen auch eine Situation, die sich an manchen Stellen auch vielleicht auch verschärft hat.
Ich glaube, man muss es sich im Einzelnen dann auch wirklich genau auch anschauen. Ich will das jetzt gar nicht von der Hand irgendwie, also von der Hand weisen, aber so wie im Moment sich die Situation vielfach darstellt, sind eigentlich, sagen viele, wir brauchen die Leute, weil wir einfach zu wenig sind. Also zum Beispiel gerade im Gesundheitsbereich. Da glaube ich zum Beispiel, dass da jetzt keine Verdrängung erfolgt, weil einfach der Bedarf so groß ist. Die können sich ja die Leute eher die Jobs auslösen. Aber ich glaube, man muss es immer sich genau angucken, unter welchen Bedingungen kommen Menschen. Also auch natürlich gibt's Konkurrenz, also eine Stärkung von Konkurrenz, wenn zum Beispiel über Leiharbeit, dass dann irgendwie Leute in die Betriebe reinkommen oder über Werkverträge. Also das, was wir sozusagen mit osteuropäischen Beschäftigten ja zum Teil jetzt auch hatten in den letzten Jahren. Ein anderes Thema ist, können Menschen sich wehren oder können sie sich auch verändern? Da haben wir zum Beispiel auch Erfahrungen mit solchen erpresserischen Arbeitsbedingungen oder Arbeitsverträgen eher gesagt, dass diejenigen, die migrieren, zum Beispiel, ja, die müssen ja erstmal ziemlich viel Geld dafür ja auch aufwenden. Ne? Die müssen irgendwie müssen ihr Hab und Gut verkaufen. Jetzt irgendwie, was weiß ich, eine brasilianische Pflegekraft, die mussten einen Vermittler bezahlen, die muss eine neue, die Stelle in Deutschland antreten, Sprachkurse, eine Wohnung finden und so weiter. Und gerade dieses Thema Sprache, da läuft das dann häufig so, dass diese Vermittlungsagenturen sagen, naja, wir übernehmen diese Kosten, aber dafür verpflichtest du dich für 3-4 Jahre bei jedem Arbeitgeber zu arbeiten. Und das ist natürlich auch ein Einfallstor, Menschen in Bereiche zu vermitteln, wo keine Tarifverträge zum Beispiel angewandt werden. Also, weil die kriegen nämlich vielleicht ja irgendwie auch sonst keine Arbeitskräfte gerade, wenn die Pflegekräfte eher sagen, na, ich gehe ja lieber dann dahin oder wo ich auch entsprechend verdiene, wo nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst bezahlt wird, TVÖD und so weiter. Und das ist sozusagen nicht eine direkte, also es ist schon Lohndumping, ohne dass vielleicht jemand ganz genau da zahlt die Gesellschaft insgesamt die Kosten oder irgendwie dann dafür. Weil das kann natürlich nicht sein, dass wir sozusagen diese Niedriglohnbereiche immer wieder oder prekären Bereiche, schlecht finanzierten Bereiche weiterhin aufrechterhalten und sie mit immer neuen Leuten auffüllen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade auch dann auch ein immenser Druck bei Menschen da ist, dann ihre Arbeit nicht zu verlieren, weil sonst ja auch die Abschiebung droht. Ne? Das ist für viele Menschen dann auch einfach der Grund, wirklich dann, wenn sie nichts Besseres finden, dann auch wirklich für einen Hungerlohn sozusagen zu arbeiten. Hauptsache, man wird nicht abgeschoben. Und das machen sich natürlich welche zu nutzen. Ich denke, dass jetzt deswegen das Wichtigste, was wir ja auch machen können, ist ja, wenn wir in Betrieb Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland bekommen, dass wir da auch gerade uns mit denen hinsetzen, versuchen, den Kontakt herzustellen und die Menschen vor allem in die Gewerkschaften zu bringen und uns gemeinsam zu stärken, solidarisch zu sein und zu wissen, welche Probleme halt eben die Menschen haben und vielleicht auch welche Profitabsichten halt die Unternehmensführung verfolgt und unter diesem Wissen halt zu agieren, ne? So, und sozusagen uns nicht da spalten zu lassen, sondern gemeinsam eben für gute Arbeitsbedingungen, wie immer, zu kämpfen. Genau, das war schon ein sehr tolles und prägnantes Schlusswort. Allerdings, Rumin, willst du noch kurz was ergänzen? Es schien so gerade auszusehen. Nee, aber das ist genau, das ist natürlich der Punkt, dass man, ich glaube, wenn man die Bedingungen für einige verbessert man sie immer auch für alle. Und ich glaube, das ist an der Stelle auch irgendwie ganz wichtig, so mit dem Ansatz da auch reinzugehen. Und also wir haben ja zum Beispiel, beim Streik in NRW im Rahmen von dieser Runde für Entlastung in den Krankenhäusern haben sich die philippinischen Pflegekräfte, die gerade noch erst seit ein paar Jahren in Deutschland sind, irgendwie angeworben worden. Die waren auch dabei. Und dann haben die nochmal einen extra Workshop gemacht zu Arbeitsrechten und so weiter im Rahmen des Streiks. Das sind, finde ich, tolle Situationen, wo man dann auch sehen kann, irgendwie, ja, natürlich, die bringen ja auch eine eigene Kampftradition auch mit und da müssen wir auch offen sein und irgendwie das entsprechend sozusagen auch uns auch verändern, offen irgendwie dafür sein, wie welche anderen Möglichkeiten es gibt, sich irgendwie zu wehren. Und ich glaube, dass an der Stelle sind wir sozusagen müssen wir das Rad der Geschichte eben auch weiter drehen.
Ja, danke für die Beiträge. Ich habe gerade geschaut, wir haben keine Fragen. Von daher würde ich sagen, dass das schöne Schlussworte waren quasi und würde mich dann verabschieden. Wir werden uns dann ein anderes Mal bei einer anderen Live-Schaltung dann wiedersehen. Schönen Abend dann noch. Danke fürs Zuschauen und danke für die Teilnahme an dieser Live-Schaltung.